Vor circa einem Jahr habe ich in einem Video gesagt, deutsches Leitungswasser habe eine Top-Qualität. Das war falsch. Ich habe mich von denselben Versprechen täuschen lassen, die die Wasserindustrie seit Jahrzehnten verbreitet. Die Wahrheit ist, der Bund hat 2025 in 42 von 46 deutschen Trinkwasserproben PFAS, also Ewigkeitschemikalien, nachgewiesen. Forscher der Universität Münster haben es schwarz auf weiß belegt. Mikroplastik ist in fast jedem Mineralwasser. Und ja, das betrifft auch Glasflaschen. Das Schlimmste daran: wenn du versuchst, dieses Problem mit einem Standardfilter zu lösen, machst du es oft nur noch schlimmer. Einfache Kannenfilter mutieren schnell zum reinsten Brutreaktor für Keime und beliebte, teure Lifestyle-Systeme wie Grohe Blue oder Kuka filtern am Ende des Tages in Wirklichkeit nur mit simpler Aktivkohle. Ich habe lange recherchiert, mich mit vielen Fachleuten unterhalten, die Forschung von Professor Gerard Pollack, Robert Slowak, Dr. Andrew Haberman und anderer Fachleute analysiert und Dutzende Systeme verglichen. Heute korrigiere ich meinen Fehler und zeige dir, was wirklich wirkt und für welchen Filter ich mich entschieden habe. Hi, ich bin Arthur von Life Algorithm und muss heute eingestehen, dass ich mich zum Thema Leitungswasser und Kannenfilter geirrt habe. Am 25.07. habe ich ein Video über Wasser und Wasserfilter veröffentlicht. Mit guter Absicht, ordentlicher Recherche und ehrlicher Meinung. Bei manchen Punkten lag ich jedoch falsch, denn mittlerweile habe ich sehr viel über Wasser dazugelernt, unter anderem durch die vielen Reaktionen zu meinem Video. Das Video hat echt eine große Welle ausgelöst und ich habe seitdem Dutzende, wenn nicht hunderte Stunden in das Thema Wasser investiert. So wurde mir unter anderem dieser SWR-Beitrag über Leitungswasser zugespielt, der meine Meinung dazu komplett geändert hat. Seitdem habe ich viel gelernt, mich mit Fachleuten und Herstellern verschiedener Filtersysteme ausgetauscht, eine Vergleichsmatrix mit Wasserfiltern erstellt und mich schließlich für eine Anlage entschieden. Meine Anlage habe ich sogar persönlich mit dem Entwickler bei mir zu Hause eingebaut. Dieses Video ist das Update zum Thema Wasser. Ehrlich, vollständig und mit allem, was ich dazu gelernt habe. In diesem Video klären wir 4 Dinge. 1, was wirklich in deinem Leitungswasser steckt. 2, warum die meisten Filterlösungen nicht ausreichen. 3, welche 14 Kriterien ein guter Wasserfilter wirklich erfüllen muss. Und 4, welchen Filter ich nach einem Jahr Recherche eingebaut habe und was sich seitdem verändert hat. Deutsches Leitungswasser ist eines der am strengsten kontrollierten Lebensmittel der Welt. Das stimmt, teilweise. Und zeitgleich ist es ein massives Problem. Wie passt das zusammen? Ganz einfach, man kontrolliert nur das, was man messen möchte bzw. kann. Fangen wir mit den Rohrleitungen an. In Deutschland liegen über 500.000 Kilometer Wasserleitungen, viele davon 50 bis 70 Jahre alt. Die offiziellen Analysen entstehen am Ausgang des Wasserwerks, nicht an deinem Hahn. Was auf dem Weg in dein Haus passiert, durch Rohre, die niemand je gesehen hat, interessiert die Verordnung nicht. Und was steckt noch in Leitungswasser, worüber kaum jemand spricht? PFAS, sogenannte Ewigkeitschemikalien. Es gibt zwischen 4.800 und 10.000 dieser Substanzen. Sie reichern sich im Körper an und werden praktisch nicht reguliert. Der Bund hat 2025 in 42 von 46 deutschen Trinkwasserproben PFAS nachgewiesen. Dann Medikamentenrückstände. Denk mal kurz nach, wo das alles hingeht. Was du einnimmst, verlässt deinen Körper, geht in die Kanalisation, ins Klärwerk, in den Fluss und von dort über das Grundwasser zurück ins Wasserwerk. Ein geschlossener Kreislauf, der nie für die Menge an Substanzen ausgelegt war, die wir heute täglich in ihn einleiten. Der NDR hat Wasserproben an Klärwerksausläufen untersucht und den Schmerzmittelwirkstoff Diclofenac gefunden. An Klärwerksausläufen der Trave in Lübeck 2,27 Mikrogramm pro Liter. Das ist 75 Mal mehr als in der Elbe. Allein aus deutschen Klärwerken gelangen nach Schätzungen bis zu 2 Tonnen Diclofenac jährlich in unsere Flüsse. Der Klärwerksleiter aus Lübeck sagte es wörtlich: Es gibt Stoffe, die zum Teil durchgehen. Was genau durchgeht, ist in vielen Fällen noch unerforscht. Und das war ein modernes Klärwerk mit zusätzlicher Filtrationsanlage, besser ausgerüstet als der deutsche Durchschnitt. Trotzdem schaffen es 15% der Kunststofffasern durch eine 2 Meter dicke Filterschicht. Flüssige Kunststoffe aus Kosmetikprodukten sowie Acrylate aus Haargel und Duschgel lassen sich gar nicht herausfiltern. Die lagern sich an Partikeln ab, gelangen in den Klärschlamm und von dort auf die Felder und ins Grundwasser. Eine zusätzliche Reinigungsstufe, die Arzneimittelrückstände gezielt entfernen würde, fehlt in Deutschland fast flächendeckend. Das Umweltbundesamt fordert sie seit Jahren. Über 150 verschiedene Arzneimittel wurden bereits in deutschen Gewässern nachgewiesen. Ein Teil von dem, was Kläranlagen herausfiltern, landet oft als Klärschlamm noch immer als Dünger wieder auf den Feldern. Allein in Niedersachsen über 58.000 Tonnen im Jahr. So sickern Mikroplastik, Medikamente und PFAS über die Äcker zurück ins Grundwasser. Der Kreislauf schließt sich wieder. Dazu kommt Nitrat aus der Massentierhaltung, Gülle aus den Ställen, Gärreste aus Biogasanlagen. Alles landet auf den Feldern.
In manchen Landkreisen Niedersachsens wurden in Hausbrunnen Nitratwerte von fast 190 Milligramm pro Liter gemessen. Der Grenzwert liegt bei 50. Ein Wissenschaftler, der die Bundesregierung berät, nannte die alte Düngeverordnung wörtlich legalisierte Gewässerverschmutzung aufgrund des Einflusses von Lobbyverbänden. Und hunderte Pestizidwirkstoffe sickern zusätzlich durch die Böden. Eine Studie der Uni Münster hat es nachgewiesen. Mikroplastik schwimmt in fast jedem deutschen Flaschenwasser. Überraschenderweise sogar in Glasflaschen. Die Partikel lösen sich oft direkt aus den Verschlüssen. Flaschenwasser schützt sich also nicht. Es liefert dir das Problem einfach nur in einer anderen Verpackung zu einem sehr hohen Preis. Schreib mir kurz in die Kommentare, was trinkst du gerade noch? Leitungswasser, Flaschenwasser oder hast du schon einen Wasserfilter? Ich bin gespannt, wie der aktuelle Stand bei der Community ist. In Ländern wie den USA oder auch in Südeuropa ist Chlor im Leitungswasser der Standard. Bei uns in Deutschland wird zum Glück meistens darauf verzichtet, außer es gibt einen Notfall im Rohrnetz. Aber wenn geklort wird, hat das einen gefährlichen Haken. Das Chlor reagiert mit organischen Stoffen im Wasser zu chemischen Nebenprodukten, den sogenannten THMs. Diese gelten als krebserregend. Studien zeigen zudem, dass sie das Risiko für Fehlgeburten erhöhen und Spermien schädigen können. Jetzt kommt der Punkt, den ich wirklich nicht fassen kann. Was nicht getestet werden muss, wird nicht getestet. Und was offiziell nicht getestet wird, ist auch nicht da. Nehmen wir den Süßstoff Acesulfam K aus zuckerfreien Softdrinks. Der durchläuft unseren Körper völlig unverändert. Und das Verrückte: deutsche Kläranlagen können ihn praktisch nicht abbauen. Der Süßstoff ist so hartnäckig, dass Forscher ihn mittlerweile als Marker für menschliches Abwasser nutzen. Er sickert ins Grundwasser und taucht unbemerkt im Leitungswasser auf, zum Beispiel in Hannover. Aufregen tut sich darüber leider niemand, denn die Trinkwasserverordnung blendet ihn einfach aus. Experten warnen, dass wir diesen Stoff auch in 1000 Jahren noch trinken werden. Stellt sich irgendwann heraus, dass er doch gefährlich ist, haben wir Pech gehabt. Er ist längst überall im System. Eine Studie von 2020 zeigt, dass selbst niedrige Konzentrationen hormonell aktiver Substanzen im Trinkwasser die Fruchtbarkeit und Spermienproduktion stören können. Wir wissen nicht, was wir nicht wissen. Nicht, weil man es nicht untersuchen könnte, sondern weil niemand verpflichtet ist, danach zu suchen. Die Industrie ruiniert unser Wasser und verkauft uns dann die Lösung in Glasflaschen mit Mikroplastik für 50 Cent pro Liter. Das Absurde daran: die Abfüller selbst zahlen für den Rohstoff oft nur 18 Cent, nicht pro Liter, sondern für 1000 Liter. Wenn dir solche Zusammenhänge bisher auch verschwiegen wurden, lass gerne einen Daumen nach oben da und teile dieses Video mit jemandem, der das sehen sollte. Und was machen gesundheitsbewusste Menschen? Sie holen sich einen simplen Kannenfilter oder einen billigen Aktivkohlefilter unter die Spüle. Manche greifen auch tief in die Tasche für Premium-Systeme wie Grohe Blue oder Kuka. Das Ergebnis ist meist dasselbe. Sie kaufen sich ein falsches Sicherheitsgefühl. Nehmen wir die klassischen Kannenfilter. Ja, sie filtern etwas, aber nur, wenn du die Kartusche ständig wechselst. Wenn du das nicht tust, wird der feuchte Filter im stehenden Wasser schnell zum Brutreaktor. Anstatt zu filtern, züchtest du Keime. Außerdem geht das meiste einfach durch. PFAS, Medikamentenrückstände, Schwermetalle etc. Es ist eher Kosmetik fürs Gewissen. Gegen die Schadstoffe, die wirklich zählen, hilft das kaum. Und was ist mit klassischen Aktivkohlefiltern unter der Spüle? In einem älteren Video hatte ich die noch als Lösung empfohlen, aber ich muss das heute korrigieren. Einfache Granulat-Aktivkohle ist mit der aktuellen Schadstoffflut schlichtweg überfordert. Schwermetalle aus alten Rohren, kaum Schutz. Nitrat rauscht einfach durch. Und bei den hochgefährlichen PFAS-Chemikalien oder Medikamentenrückständen filtern sie oft nur bedingt oder geben die Stoffe später sogar wieder ans Wasser ab. Vielleicht suchst du, genau wie ich früher, nach der ultimativen Traumlösung für die Küche. Eine einzige Anlage unter der Spüle, die per Umkehrosmose filtert und zeitgleich kochendes Wasser und perfekten Sprudel liefert. Die harte Wahrheit ist aber, diese magische All-in-One-Kiste gibt es auf dem Markt nicht. Und der Grund ist simple Physik. Reines Osmosewasser greift herkömmliche Heißwasserboiler an, weshalb teure Spezialmaterialien nötig sind. Zudem schmeckt Osmosewasser mit Kohlensäure ohne zusätzliche Remineralisierung oft einfach unangenehm sauer. Systeme wie Grohe Blue oder Kuka, die mir auch oft genannt wurden in den Kommentaren, sind reiner Lifestyle. Sie bieten genialen Komfort für kochendes Wasser oder sprudelndes Wasser, aber es sind keine Umkehrosmoseanlagen. Die verbauten Aktivkohle- und Kalkfilter verbessern zwar den Geschmack, sind bei echten Mikroschadstoffen aber völlig machtlos. Du legst dir tausende Euro für Bequemlichkeit auf den Tisch, aber nicht für kompromisslos sauberes Wasser. Aber ähnlich sieht es auch bei günstigen Umkehrosmoseanlagen aus, die es schon ab 200 Euro bei Amazon gibt. Was bekommst du da für dein Geld? Keine Eingangskeimsperre, also Keime landen direkt auf der Membran, kein Kalkschutz, die Anlage verkalkt und verliert schnell ihre Leistung. Ein mieses Abwasserverhältnis von 1:3, für jeden Liter Trinkwasser spülst du 3 Liter in den Abfluss und keine Ausgangskeimsperre. Das Wasser kann auf dem Weg vom Hahn zurück den Wasserfilter kontaminieren. Und das Schlimmste, diese Billiganlagen nutzen oft Drucktanks. Darin steht das gefilterte Wasser tagelang.
Ein perfektes Milieu für Biofilme und neue Keime. Du kaufst ja also keine Filterleistung, sondern ein aktives Hygienerisiko. Und wenn nach ein paar Monaten oder einem Jahr der Tank verkeimt oder die billige Pumpe streikt, kaufst du alles neu. Hier gilt, wie so oft im Leben, wer billig kauft, kauft zweimal. Nach fast einem Jahr Recherche, Gesprächen mit Fachleuten und einer Vergleichsmatrix mit den vielversprechendsten Systemen weiß ich, worauf es ankommt. Ich gehe jetzt mit dir durch meine Anforderungsliste und erkläre, warum jede einzelne der 14 Stufen notwendig ist. 1. Die Eingangskeimsperre. Bevor das Wasser die Osmosemembran erreicht, muss es durch einen Schutzfilter geleitet werden. Eine sogenannte Ultrafiltrationmembran hält Bakterien und Keime zurück, bevor diese die teure Hauptmembran verstopfen oder beschädigen können. Verzichtest du auf diese Stufe, ist das eine ungeplante Abkürzung zu Problemen. 2. Kalkschutz. Hartes Wasser kann Umkehrosmosemembranen zerstören. In Deutschland ist das Wasser flächendeckend hart, wie auch bei uns in Xanten. Ein Antiskalant-Vorfilter schützt die Membran vor Kalkablagerung und verlängert somit ihre Lebensdauer erheblich. 3. Mindestens 2 Aktivkohlestufen. Eine vor der Membran als Schutz, eine danach als finaler Filter. Wichtig bei jedem guten System, beide müssen ein Carbonblock sein und kein loses Granulat. Nur gepresste Kohle als Carbonblock garantiert genug Kontaktzeit mit dem Wasser. Durch Granulat rutschen Chemikalien viel zu leicht durch. 4. Ein tankloses System. Klassische Umkehrosmoseanlagen verfügen über einen Drucktank, in dem das gefilterte Wasser gespeichert wird. Stehendes Wasser birgt jedoch ein Hygienerisiko, genau wie bei einem Brita-Filter. Moderne Direct-Flow-Systeme produzieren Wasser auf Abruf. Es gibt keinen Tank und somit auch kein Verkeimungsrisiko. 5. Ein Abwasserverhältnis unter 1:1. Das bedeutet, für einen Liter Trinkwasser entsteht maximal 1 Liter Abwasser. Gute Systeme schaffen sogar ein Verhältnis von unter 1:1, dazu aber gleich mehr. Und 6. Eine aktive Membranspülung. Eine automatische Spülung der Osmosemembran nach jeder Nutzung sowie eine automatische Spülung im Leerlauf verlängert deren Lebensdauer und verhindert, dass sich Schadstoffe auf ihrer Oberfläche festsetzen. 7. Aktivkohle-Nachfilter. Das sogenannte Polishing ist der letzte Schliff. Dieser Filter führt das Wasser nach der Membran noch einmal durch Aktivkohle. Das verbessert den Geschmack und entfernt letzte Rückstände. Und 8. Die Ausgangskeimsperre. Eine Ausgangskeimsperre schützt die Anlage vor retrograder Verkeimung. Das bedeutet, Keime vom Wasserhahn können nicht rückwärts ins System wandern und das bereits gefilterte Wasser kontaminieren. 9. Eine leichte Remineralisierung. Eine leichte Versetzung des Wassers mit Mineralien ist sinnvoll, vor allem für den Geschmack. Dazu aber gleich mehr. 10. Verwirbelung bzw. Levitation. Darüber lässt sich streiten, da es als Pseudowissenschaft angesehen wird. Meine Haltung: haben ist besser als brauchen. Dazu kommen wir aber auch gleich noch. Und 11, und jetzt gehen wir die Finger aus, eine Durchflussrate von mindestens 2 Litern pro Minute. Wenn du am Hahn warten musst, machst du etwas falsch. Gute Direct-Flow-Systeme liefern mindestens 2 Liter pro Minute. Und 12, eine 3-Wege-Armatur. Kalt, Warm- und Osmosewasser, alles aus einem Hahn. Es gibt keinen zweiten Hahn auf der Spüle, der Platz wegnimmt. Natürlich sind die Leitungen für Leitungs- und Osmosewasser völlig voneinander getrennt. 13. Ein Filterwechsel ohne Werkzeug mit Anzeige, wenn der Filterwechsel fällig ist. Wenn der Filterwechsel kompliziert ist, machst du ihn zu selten und die Wasserqualität leidet. Und 14. Die jährlichen Filterkosten. Der Wechsel aller Filter darf pro Jahr im Durchschnitt nicht mehr als 250 € kosten. Und jetzt ein kleines YouTube-Quiz zum Thema Flaschenwasser. Frage: Wie viel gibt eine vierköpfige Familie für Flaschenwasser pro Jahr aus? Als Referenz nehmen wir eine Kiste Gerolsteiner für 4,99 € pro Kiste und einen Tagesverbrauch von 2 Liter pro Kopf. Sind es A. 404 €, B. 808 €, C. 1618 € oder D. 2022 €? Bevor wir zum Finale kommen, müssen wir kurz über die Frage sprechen, die mir am häufigsten gestellt wird. Ist Osmosewasser ohne Mineralien nicht gefährlich für den Körper? Die kurze Antwort: Nein. Und hier ist der Beweis, der das endgültig klärt. Um deinen Tagesbedarf an Calcium allein aus Mineralwasser zu decken, müsstest du je nach Sorte zwischen 30 oder sogar über 60 Gläser trinken. Für Magnesium wären es rund 70 Gläser. Das entspricht ca. 17 Litern Wasser. Ein Glas handelsübliches Mineralwasser hat im Durchschnitt ungefähr 16 Milligramm Calcium. Und auf diesem Bild siehst du jetzt, wie viel Gläser du trinken müsstest, um deinen Tagesbedarf an Calcium zu decken. Es sind 63 Gläser Wasser. Beim Magnesium sieht es jetzt nicht sehr viel anders aus. Da hat ein Glas handelsübliches Mineralwasser ungefähr 5 Milligramm und um den Tagesbedarf zu decken, brauchst du hier 70 Gläser, wie du auf diesem Bild siehst. Daran erkennst du,
Mineralwasser ist völlig unzureichend, um unseren Tagesbedarf an Mineralien zu decken. Aber woher bekommen wir dann die Mineralien? Der Körper bezieht seine Mineralien aus der festen Nahrung: Käse, Mandeln, grünes Gemüse, Fleisch, Eier etc. Wasser ist der Transporter, nicht die Quelle. Lebensmittel liefern Mineralien in viel höherer Konzentration als Wasser und deshalb deckst du deinen Bedarf im Alltag über das Essen und nicht über das Trinken ab. Stell dir Wasser wie einen Zug vor. Ein Zug, der vollgepackt ist mit Mineralien, hat keinen Platz mehr für Abfallstoffe. Er kann nichts abtransportieren. Sauberes Osmosewasser hingegen kommt leer an und hat die maximale Kapazität, Abfallstoffe aus deinen Zellen herauszutransportieren. Und jetzt kommt ein Gedanke, den mir einer der Fachleute aus meiner Recherchearbeit mitgegeben hat und der mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat. In vielen Teilen der Welt war Regenwasser über Jahrtausende das primäre Trinkwasser. Trockene Regionen Afrikas und des Nahen Ostens, Inselvölker im Pazifik und Teile Südostasiens. Überall dort, wo kein Grundwasser zugänglich war und keine Quellen flossen, fing man Regen auf und trank ihn. Schauen wir uns mal Regenwasser an. Wasser verdunstet, steigt auf und regnet wieder ab. Das ist im Prinzip genau derselbe Vorgang wie bei einer Destillation. Das Ergebnis: ein extrem reines Wasser, in dem fast nichts mehr gelöst ist. Im Vergleich zu unserem Leitungswasser, das voller Mineralien und Kalk steckt, ist echter Regen extrem weich und mineralarm. Rein physikalisch gesehen ist Regen das Osmosewasser der Natur, auch wenn wir es heute wegen der weltweiten PFAS-Belastung in der Luft leider nicht mehr einfach so trinken sollten. Früher sind Menschen damit gesund groß geworden, Generation für Generation, Jahrtausende lang. Niemand ist an Mineralstoffmangel gestorben, weil er das falsche Wasser getrunken hat. Die Mineralien kamen aus dem Essen, immer schon. Das ist für mich der stärkste Beweis, den es gibt. Die Natur selbst zeigt uns, dass mineralfreies Wasser nicht nur unbedenklich ist, es war der Standard in vielen Regionen. Und was ist mit dem ganzen Hype um basisches Wasser? Lass mich das klarstellen. Wer viel Geld für teure Wasserionisierer ausgibt, um seinen Körper zu entsäuern, kauft im Grunde ein Placebo. Unser Körper reguliert seinen Blut-pH-Wert über Lunge und Nieren so extrem präzise, dass ein Glas Wasser daran absolut nichts ändert. Das ist einfache Biochemie. Etwas ganz anderes ist eine leichte Remineralisierung, wie sie gute Wasserfilter vornehmen. Die ergibt absolut Sinn, aber eben nicht als Gesundheitsversprechen, sondern rein für den Geschmack. Das Wasser schmeckt dadurch einfach runder und natürlicher. Wenn du wissen möchtest, welches Lebensmittel dir welche Nährstoffe und Mineralien liefert, schau dir gerne mein Video zum Thema an. Ich verlinke es dir hier. Jetzt komme ich zu einem Punkt, über den man streiten kann, aber ich finde, du solltest ihn kennen. Professor Gerald Pollack von der Universität Washington hat etwas entdeckt, das die Wissenschaft bis heute beschäftigt. Wasser existiert in einer vierten Phase, weder fest, noch flüssig, noch gasförmig. Er nennt es EZ-Wasser. Dieses EZ-Wasser liegt in unseren Zellen nicht als normale Flüssigkeit vor, sondern als Gel. Es hat eine sechseckige Struktur, ist negativ geladen und schließt Schadstoffe aus sich aus. Was das für den Körper bedeutet? Professor Pollack zeigt, dass diese Wasserstruktur wie eine Batterie funktioniert. Negative Ladung auf der einen Seite, positive Protonen auf der anderen. Hier haben Sie also Sechsecke und die Öffnung des Sechsecks ist sehr klein. Sie wird noch kleiner durch die Tatsache, dass die nächste Schicht ebenfalls aus Sechsecken besteht, aber leicht verschoben um die Hälfte der Breite eines Sechsecks. Das bedeutet, die sechseckigen Löcher, durch die man hindurch muss, sind sehr, sehr klein. Die Hydronium-Ionen, die hier draußen sitzen, die positiven, obwohl die positiven liebend gerne in diese Matrix eindringen würden, können das nicht, weil die Löcher zu klein sind. Das ist der Schlüssel. Das verhindert, dass sich beide verbinden. Passiert. Das hält sie getrennt. Das erzeugt eine Batterie. Ja, die Wasserbatterie. Die Wasserbatterie. Und wissen Sie, das ist eines der Hauptmerkmale, dass Wasser zu einer Batterie wird. Wir denken zwar nie an Wasser als Batterie, aber Wasser ist eine Batterie. Diese Wasserbatterie treibt die Durchblutung in den feinen Kapillaren an. Das Herz allein könnte diesen Fluss physikalisch nicht erzeugen. Was baut EZ-Wasser auf? Infrarotlicht, also Sonnenlicht, Körperwärme und Bewegung in der Natur. Die Wichtigkeit der Sonne und der unterschiedlichen Lichtspektren habe ich auch in einem Video thematisiert, das ich dir hier verlinke. Manche hochwertige Wasserfiltersysteme integrieren daher eine Verwirbelung des Wassers nach der Filtration. Ist das abschließend bewiesen? Nein. Ist es schädlich? Auch nein. Meine Haltung: ich glaube an die Natur. Haben ist besser als brauchen. Wenn du dieses Video gerade auf deinem Handy oder Tablet in der YouTube-App schaust, nutze jetzt die Hype-Funktion. Das ist wie ein Superlike und hilft dabei, dass dieses Video mehr Menschen erreicht, die ihr Wasser genauso ernst nehmen sollten wie ihre Ernährung. Das Ergebnis meiner Recherche zu Wasserfiltersystemen:
Die Wasserfiltersysteme, die alle 14 meiner Kriterien erfüllen, kosten auf dem Markt zwischen 3.500 und 5.000 Euro. Und dann hat mich das Schicksal mit jemandem zusammengebracht. Mein altes Wasservideo hat mich mit einem Menschen zusammengebracht, den ich heute einen Freund nenne. Christian Hept, Entwickler der Neptune Zircon. Das war kein Zufall, das war Schicksal. Wir haben uns vor über einem halben Jahr in Bielefeld zum ersten Mal in Persona getroffen, haben stundenlang geredet über Wasser, über Filterung, über Philosophie, über Religion, über seine und meine Krankheitsgeschichte. Wir waren sofort auf einer Wellenlänge. Anfang Mai dieses Jahres haben wir gemeinsam den Filter bei mir zu Hause eingebaut. Christian, sein Freund Markus und ich. Und warum die Neptune Zircon? Weil sie als eine der wenigen Anlagen auf dem Markt meine vollständige Anforderungsliste erfüllt und dabei nicht 5.000 Euro kostet. Die Neptune Zircon erfüllt alle meine Anforderungen, die ich über Monate zusammengetragen habe. 1. Eine Eingangskeimsperre. 2. Doppelter Kalkschutz. 3. 3 Carbonblock-Aktivkohlestufen. 4. Direct Flow, also kein Tank. 5. Abwasserverhältnis von 0,6 bis 0,8:1. 6. Eine aktive Membranspülung. 7. Aktivkohle-Nachfilter. 8. Eine Ausgangskeimsperre. 9. Leichte Remineralisierung via Sango-Meereskoralle. 10. Verwirbelung durch das Mikrolevitationsmodul aus Edelstahl. Und 11, jetzt gehen mir schon wieder die Finger aus, Durchflussrate von 2,2 bis 2,5 Litern pro Minute. 12. 3-Wege-Armatur als Option. 13. Filterwechsel ohne Werkzeug und eine Wechselanzeige. Und 14. Jährliche Filterkosten unter 250 Euro. Was hat sich verändert? Ich bin komplett transparent. Da die Anlage erst seit Anfang läuft, spüre ich körperlich noch keinen Riesenunterschied. Aber die nackten Zahlen sprechen für sich. Der ppm-Wert, also die Menge an gelösten Fremdstoffen im Wasser, lag bei mir vorher bei 250, was schon ganz gut ist für deutsche Verhältnisse. Nach dem Filter 11. Das ist ein Unterschied wie zwischen einer trüben Pfütze und einer unberührten Bergquelle. Alles Kritische ist restlos eliminiert. Und warum nicht 0? Weil diese restlichen 11 ppm reine Absicht sind. Nach der Hauptfilterung läuft das Wasser über die echte Sango-Koralle. Sie gibt dem Wasser wertvolle, bioverfügbare Mineralien wie Calcium und Magnesium zurück. Du bekommst also kompromisslos reines, aber wieder vollkommen lebendiges Wasser. Ich habe keine 10 Wasserkisten mehr in der Garage, ich fahre nicht mehr hin und her und schleppe keine 200 Kilo durch die Gegend. Tee schmeckt besser, Kaffee schmeckt besser. Meine Jungs mögen das Wasser und ich habe es fast geschafft, sie von Sprudelwasser auf stilles Wasser zu bekommen, weil ihnen das Wasser aus dem Filter so gut schmeckt. Noch haben wir aber einen Wassersprudler im Einsatz. Transparenz ist mir wichtig. Ich habe eine Partnerschaft mit dem Hersteller der Neptune Zircon. Das sage ich euch offen, aber wer mich kennt, weiß, dass ich nichts empfehle, was ich nicht selbst getestet und genutzt habe und hinter dem ich nicht stehe. Den Link zur Neptune Zircon findest du in der Videobeschreibung, hier als QR-Code und auf lifealgorithm.de unter Küchengeräte Wasserfilter. Mit dem Code ARTHUR bekommst du 190 Euro Rabatt, wenn du die Neptune Zircon mit dem 3-Wege-Hahn bestellst. Bald kommt auch noch ein ausführliches Interview mit Christian als Video auf meinem Kanal, in dem wir sehr tief in das Thema Wasser eintauchen werden. Und für alle, die keine Anlage installieren können oder wollen, diese 3 Flaschen Wasser, die in meiner Recherche immer wieder von Wasserfachleuten als beste stille Mineralwasser genannt wurden, waren Black Forest, Plose und Lauretana. Fassen wir die wichtigsten Punkte nochmal zusammen. Erstens, deutsches Leitungswasser hat ein Problem, das schon vor deinem Haus beginnt. Medikamentenrückstände, PFAS, Nitrat, Nanoplastik und die Grenzwerte erfassen nur das, was jemand messen möchte. Zweitens, die meisten populären Filterlösungen sind Kompromisse. Kannenfilter verkeimen, Aktivkohlefilter lassen THMs und andere Stoffe durch, Grohe Blue und Coca sind keine echten Umkehrosmoseanlagen. Drittens, der Mineralienmythos ist wirklich ein Mythos. Du bekommst deine Mineralien aus dem Essen, nicht aus dem Wasser. Dem Wasser dienen sie nur für einen besseren Geschmack. Viertens, ein guter Wasserfilter erfüllt mindestens die folgenden Anforderungen. Eingangskeimsperre, Kalkschutz, mindestens 2 Carbonblock-Aktivkohlestufen, tankloses System, gutes Abwasserverhältnis von 1:1 oder darunter, aktive Membranspülung, Ausgangskeimsperre, leichte Remineralisierung und wer daran glaubt, Levitation. Fünftens, deine Option nach Budget. Kein Filter, dann nimm Black Forest, Plose oder Lauretana als beste stille Flaschenwasser, was aber langfristig teuer wird. Fürs mittlere Budget solide Umkehrosmoseanlagen mit den Kernkriterien. Und als vollständige Lösung die Neptune Zircon. Der Link und der Rabattcode sind in der Videobeschreibung. Die wichtigste Botschaft: Wir haben keine Kontrolle darüber, was die Industrie in unsere Umwelt leitet, aber wir haben die Kontrolle darüber, was wir trinken. Unglaublich, aber fast 55% der Zuschauer haben noch nicht auf Abonnieren geklickt.
Klick jetzt gerne kostenlos auf Abonnieren, damit du kein Video mehr verpasst. Wenn du als Erster wissen willst, welche Videos als nächstes kommen und mitbestimmen möchtest, welche Themen, welcher Titel, welches Thumbnail, dann komm in meinen Telegram-Kanal. Ich poste dort regelmäßig Abstimmungen und du hast direkten Einfluss darauf, was auf diesem Kanal passiert. Wie immer möchte ich mein Video mit einem Zitat zum Nachdenken beenden. Wasser ist das einzige Getränk für einen weisen Mann. Henry David Thoreau. Bleib kritisch, bleib gesund und fang an. Peace out.